Heute beim Quick-Check. Ein Tauschgeschäft, das sich lohnt. Wie man mit Remanufacturing effizient und wirtschaftlich und dabei noch ressourcenschonend Einsparungen realisieren kann. Dranbleiben! Was versteht man unter Remanufacturing bei Bremssätteln? Das Remanufacturing oder auch die Refabrikation beschreibt im Grunde die Aufbereitung von Altgeräten. In unserem Fall sind es dann Fahrzeugersatzteile, die es wert sind, wieder aufbereitet zu werden, um als Ersatzteil in die normale Ersatzteilversorgung wieder einzufließen. Das Ganze beschränkt sich nicht nur auf Bremssättel, das Ganze kann man übertragen immer dann auf Produkte, die einen hohen Grad an Aufbereitungskomponenten haben, die es wert sind, aufbereitet zu werden, um dort dann im Prinzip Wirtschaftlichkeit an den Tag zu legen in Form von, ich habe Ressourcen eingespart, ich kann die Produkte wieder aufbereiten in Form von Reinigung, das Ganze so darzustellen, dass ich im Grunde einen Mehrwert dadurch habe, dass ich keine neuen Produktionsprozesse anstoßen muss. Aufgrund der Qualitätsprozesse bei unseren Herstellern ist sichergestellt, dass weder die Produktsicherheit noch die Funktion irgendwo beeinträchtigt ist, sodass wir ein hohes Qualitätsniveau haben im Kontext der zeitwertgerechten Reparatur. Der Fahrzeughersteller, aber auch im Grunde der OE-Hersteller spricht meistens bei Reman-Teilen von einer verkürzten Standzeit oder Nutzungszeit, was aber immer im Kontext zu sehen ist mit dem Thema Gesamtfahrzeuglebensdauer und im Grunde eigentlich die Verwendung eines Reman-Teils hier keinen Nachteil für den Kunden bietet. Ganz im Gegenteil, neben der zeitwertgerechten Reparatur ist maßgeblich die CO2-Ersparnis von bis zu 70% ein Mega-Argument dafür, sich in diesem Zeitraum des Fahrzeuges, das heißt in der zeitwertgerechten Reparatur befindlichen Fahrzeuges, für ein Reman-Teil zu entscheiden. Wie läuft der Prozess ab? Das ganze Konzept lebt von der Altteilrückführung. Im Grunde ist der Anfang dort gegeben, wenn das Altteil vom Kunden wieder an uns zurückgegeben wird. Die Europart muss an der Stelle prüfen, ob es qualitativ in dem Zustand ist, dass es in den Rückfluss oder in den Altteilefluss zurückgegeben werden kann. Das beinhaltet zum einen offensichtliche Mängel, das heißt, wenn der Mechaniker, der es ausgebaut hat, es offensichtlich beschädigt hat, aber auf der anderen Seite eben auch versteckte Mängel, das heißt, der Dienstleister oder aber am Ende der Aufbereiter wird dann eben per Röntgen oder ähnlichen Verfahren prüfen, ob es Mikrorisse am Gesamtbauteil oder eben an den Komponenten gibt. Danach erfolgt im Grunde die Zerlegung des Produktes, fachmännisch nach entsprechenden Prozessvorgaben. Die Teile werden ebenfalls untersucht und überall dort, wo wir eben ein Defizit sehen, werden neue Komponenten verwendet. Der Vorteil der ganzen Geschichte liegt darin, dass Hauptkomponenten wie der Bremssattel selber nicht erneut gefertigt werden muss. Das heißt, Gießprozesse oder ähnliches und Bearbeitungsprozesse entfallen, sondern es sind alleinig die Reinigungs- und Prüfprozesse, die dort einfließen. Sobald das Produkt dort dann in dem Verfahren geprüft ist, werden die Komponenten, die eben nicht aus dem Altteil übernommen werden können, durch neue oder eben verbesserte Komponenten ergänzt und fließen dann in dem Gesamtkonzept wieder ein. Das Produkt wird begleitend in diesem Prozess in Qualitätsverfahren überprüft und endet im Grunde mit einer finalen Abnahme des Produktes, sodass sichergestellt werden kann, dass das Produkt so funktioniert, wie es der Fahrzeughersteller vorgesehen hat. Der Kunde profitiert durch das Remanufacturing also auch finanziell? Absolut. Also das Argument, hatte ich ja bereits gesagt, ist die zeitwertgerechte Reparatur und die Ressourcenschonung, wo wir hier bis zu 70% des CO2-Ausstoßes in dem Prozess einsparen. Also im Grunde etwas fürs Portemonnaie und für die Umwelt.